Ich will wissen, was Sie sind. She won't maneuver her way out of this one. Was sind Sie? I am the vilest of the vile. A traitor. A devourer of nations and infants. Okay. I am an ultra. Ja, das wissen wir schon. It's sharp. Moment, was ist eine Ultra? An ultra-liberal. It's a type of liberal. From the revolution. It's, not the moderate kind. Ich verstehe nicht ganz. Was ist so übel daran? Haven't you heard? I am a nether creature of the Forbidden Swamp. One of those who pushed the king under a shit wagon and betrayed the revolution. Ach so. We surrendered the nation to financial colonists. No sane person identifies as an ultra anymore. Not in broad daylight. Tell me, now that I've uncoiled myself, are you repulsed? In her green eyes you see a mixture of truth and self-satire. Decades of guilt and pride. Forgive her. But only because you like pearlescent teeth and those light green eyes. Ich vergebe ihnen, aber nur weil sie bezaubernd sind. A devil, who being of great charm and guile sneaketh into the homes of the godly. Beneath her waterproof raincoat and silk shirt is a body imbibed in numb 12 perfume. You are suddenly and intimately aware of it. Nein, das frage ich nicht. Ybler Deubel. I hope we are able to continue as friends despite my scaly bulk and the treacheries committed by my people against the suzerain and the commune. When the dust settled, the liberals were the only ones left to clean up the mess. By virtue of their survival, they were handed enormous power to shape the future. This was all our last generation managed. Hätten Sie etwas anders gemacht? With due respect to our overlords, the eternal caretaker government that keeps Martinez a monument to the efficacy of its artillery. While a gentle wind sweeps the streets in the rebuilt east, light drizzle washing it clean, lights go up and motor carriages circulate the tracks. I would not have relinquished sovereignty to the coalition. Not here in Martinez, and not in the Stella Maris or Delta Beachheads either. If not for my own sake. Then for my daughters. We had an obligation to defend our sovereignty. We should have burned the whole Isola down rather than let them have it. Dark orange flames reflect in her green eyes. An oil fire on the ocean. Sie sind eine kluge Frau. Perhaps. My intellectual vanity will be my undoing. Sind Sie Patriotin? Yes, I suppose I am. But I wouldn't be a patriot anywhere but here. Seditious talk, man. Bemerkte Lieutenant. Er lässt sein Notizbuch sinken und sieht sie an. Schneit immer mehr. Sie haben Töchter? Yes. Whatever else I am. I'm also a mother. And a wife. Now, shall we return to reality? Okay, was ist diese akute Enzephalopathie? It's a neurological disorder caused by a lack of vitamin B in the brain. Symptoms include a retrograde amnesia. It's quite serious. You should get yourself checked out. She conveys it in short, cold bursts, trying not to invest too deeply in the condition of this doomed detective. In case he goes down later, souring the entire portfolio. Ich weiß, dass für Sie viel von mir abhängt. Ich werde Sie nicht enttäuschen. It's not just me, Detective. All of Martinez has placed its chips on your success. I pray we've all bet wisely. Was verursacht Enzephalopathie? Ja, Vitamin B-Mangel? Well, it's either bariatric surgery or long-term alcohol use. Muss es von einem Eingriff kommen.
Es liegt definitiv an meiner Trinkerei. She nods slowly. What this boils down to is, this reality thing is stupid. Blow this joint, grab a bottle, and drain that shit right down your throat. Yes, and perform autoerotic asphyxiation on yourself with your funny necktie, out in the open somewhere. Klar. Wait. This reality thing is the only game in town. It's probably in your interest not to blow it. Ich verdränge dieses Verlangen und kämpfe mich in die Realität zurück. She stares at you, head tilted to the side, with a slightly concerned look on her face. Okay. Was ist das hier? Ich breite meine Arme aus. A bird? A sphenicid? A flightless bird of the polar regions? Raten Sie weiter. Some sort of krill hunter? No, wait. You're an ancient ruin. A symbol of hubris and decay. Half submerged in some salty sea. Wollen Sie damit sagen, dass ich ruiniert bin? Of course you're not, my dear. I'm just terrible at guessing games. Okay, mit dem Ort, das haben wir doch jetzt schon mehrmals gefragt. Nein, ich wollte wissen, was das hier für ein Ort ist. Ah. This is the pier of Rue de Saint-Ghislaine, 33A, where the tenants have been kind enough to rent me a slot. Or two. Was ist die Rue de Saint-Ghislaine 33a? A pre-revolutionary tenement. Old buildings are called tenements, you see. And new buildings, bâtiments. After les bâtiments nouveaux. But 33A and 33B are not nouveaux. They're old. Sieht an der zerbröckelnden Fassade hoch. This one used to be 8 to 10 stories tall. A real high-rise by the standards of the last century. Built to mirror the skyscrapers across the bay in the Delta. That was before the war, of course. Wer hat darin gewohnt? Mostly the urban middle class, I believe. This was once primo real estate, before the cannons lopped 4 or 5 stories off. Splat, splat. Von einem schäbigen Balkon aus wirft Totenkopf Cindy Joyce einen bösen Blick zu. Sie hält sich ihren roten Pinsel an die Kehle. You could be wrong, but from here it appears as if she's running the brush across her throat in a soaring motion. Wonderful. Was ist das? Ich zeige auf Totenkopf Cindy. The girl in the old lady rags. Ja? Looks like a sullen and rebellious member of a teen infraculture. Infrakultur. Yes, you and I belong to the supraculture. We're common, the herd. The music on the radio, the food in the chain restaurant, those are all too popular for the girl in the old lady rags. She prefers a fantasy world, an infraculture with its own dress code and vernacular. It is an illusion, I'm afraid. There is no refuge from the supraculture. Ich verstehe alles. Verkomplizieren Sie es irgendwie. I can't. That's how simple it is. One may dye their hair green and wear their grandma's coat all they want. Capital has the ability to subsume all critiques into itself. Even those who would critique capital end up reinforcing it instead. All right. What next? Okay, jetzt haben wir noch die Proben. Was ist, ich denke an etwas, das Bedeutung für mich hat. 6 kilometers southwest in the Valley of Dogs, Junior Officer Chad Tilbrook takes aim at a rabid black dog licking its wounds in the grass. To his left, his partner, Emil Mullins, whispers, "You heard what happened to Tequila Sunset in Martinez?" "Yes, he lost his mind," Tilbrook answers, fingers on the trigger. "Don't worry, Emil." He pulls it out slowly. Slowly now. He'll find it again. We always do. Was bin ich?
You? You're an officer of the RCM. Ein Officer der Bürgermiliz Revachol? Preciso mundo. Gut, und was ist die Bürgermiliz Revachol? Nothing more nor less than the de facto law enforcement body of post-revolutionary Revachol, Detective. Yes, we are the Revachol Citizens Militia. Sie haben faktisch gesagt? Yes, that means not de jure. The RCM acts in what is poetically called the twilight of international law, both at the behest of the coalition government and to its chagrin. Was meinen Sie damit? The RCM's responsibilities are defined by the Emergency, Wayfarer and Aliments Acts, 3 pieces of legislation keeping the city in a, let's be honest, laissez-faire stasis to the benefit of foreign capital. All 3 are good to know when we are out policing. Also bin ich im Grunde genommen ein Sklave fremder Interessen? There's nothing basic about your role, Detective. It's true that the RCM keeps everything the way our seemingly permanent provisional rulers like it. Sie beugt sich zu dir vor. Yet, on the other hand, I know these people. I deal with them daily. Let me tell you, dear, they are not fans of you. Warum nicht? The post-revolutionary decade was a disaster for the coalition government. Revachol in the 20s was hell, especially on the west side of the river. Gang warfare, a botched privatization scheme, a nuclear pile meltdown. They called it the international zone because no nation wanted to claim responsibility. The RCM restored peace where the coalition failed. A true blue citizens' initiative. They will never forgive you. That's somewhat of an exaggeration. In reality, ours is a mutually beneficial arrangement. Revacholians get to keep the peace in Revachol, and the coalition doesn't have to worry about it. Anyway, sorry to intrude. Please continue. Yes, Lieutenant. Permit me to conclude with this. Who you are, to me, is the police. The only legitimate law enforcement authority in Revachol. Ich sage nichts. And if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I'm here to help. Was war die BMR nochmal? Nothing more nor less. Yes, Okay, nichts we Neues. are the Revachol Citizens Militia. Sind wir das? We are. Ja, okay. Yes, that means not de jure. The RCM. Permit me to conclude with... And Yep. if those authorities drink so hard they need help recalling the basic terms of reality, well, I am here to help. Ja, gut, das wird wohl nicht hinhauen. Aber was ist... Ich greife gedanklich nach etwas Grundlegendem. A strange coldness comes over you as you look at the world. The waves sway the sloop slowly. That's all. Ich bin dafür einfach zu dumm. So. Haben wir denn jetzt das eine abgeschlossen mit der Realität? Erfahre die ungeschminkte Wahrheit über die Realität. Ja. Perfekt. Das wäre vorerst alles. Glad to have been of assistance. The little that I know. Anything else? Danke, das wäre vorerst alles. Of course, Detective. Take care. Ja. What's this? We're getting reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere in Martinez. Ich bin irgendwie alle politischen Meinungen hier gerade. Das liegt daran, dass ich, sobald es politisch wird, immer keine der oben genannten Antworten gebe, oder? It's also about that, but it's also more. Perhaps it's the hangover.
Perhaps it's a temporary surge of serotonin, but something tells you it's time to become a citizen of the Kingdom of Conscience. Das hätte ich gerne gewusst, wo dieses Königreich des Gewissens liegt. It is not a place. It is a moment in time that can only arise in the right circumstances. In all of human history, it's only been achieved a handful of times. Wie schafft man diese Rahmenbedingungen? Incrementally. Yawn. You'd get there faster with a little speed. History's greatest catastrophes have been brought about by people trying to make the world a better place. Too quickly. That's the genius of Dolores Day. She recognized that progress is meaningless if its gains are lost because of instability. Real, lasting change can only come about gradually. Increment by increment. Aber was ist mit all den Sachen, die jetzt falsch laufen? Tisk tisk. Just because you live in the present doesn't mean you have the right to place your needs above the needs of the future. You may never live to see the kingdom of conscience. Your children may not. Even your grandchildren might not. But that's no excuse not to keep working. What benevolence. What a fucking joke. Ah. Moment, geht es beim Königreich des Gewissens wirklich darum, irgendetwas zu verändern, oder geht es nur um die Erhaltung des Status quo? Do you believe the status quo is preferable to chaos and bloodshed? Nein. Then you've never lived through real chaos. Sometimes, in the face of great disaster, defending the status quo is progress. Okay, aber wie genau muss man sich das Königreich des Gewissens denn vorstellen? The kingdom is difficult to comprehend and even more difficult to describe. Partly because humanity will need to discard many of the categories that define and limit it today. The kingdom of conscience is post-capitalist, post-national. It's also post-industrial, post-ideological, and even post-sexual. Gut, ein weiterer Gedanke zum Freischalten. Insofern sind wir mal dabei. Slow down, Mr. Reasonable. Did you miss the part about compromising and taking things slow? Oh, stimmt. Dann machen wir uns halt irgendwann auf den Weg dorthin. That's right. Remember, real democracy is just around the corner for Revachol. When that real democracy kicks in, a long time from now, we are all going to be so much happier. Macht es vielleicht Sinn, erst zu warten, bis hier irgendwas abgeschlossen ist, damit wir nicht zu viele ja, Boni kann man ja dann gar nicht sagen, nicht zu viele Mali haben. Aber das geht relativ schnell. Herzschmerz ist mächtig, aber Demokratie ist subtil. Du bemerkst eine schrittweise Veränderung des Wetters. Wenn es schneit, sind die Schneeflocken weicher, die an deiner sorgenzerfurchten Stirn kleben bleiben. Wenn es regnet, ist der Regen wärmer. Die Demokratie wird in der Verwaltungszone Einzug halten. Man kommt wieder auf die Ideale des doloresianischen Humanismus zurück. Wie könnte es auch anders sein? Sie sind die Ideale der Koalition und der moralistischen Internationale. Diese Leute sind signalblau. Und sie sind nicht nur gut, sie sind auch noch mächtig. Wie wird es sein, wenn ihre nuancierten Pläne umgesetzt worden sind? Aber wenn wir jetzt wiederum dafür einen Erfahrungspunkt ausgeben, dann hätten wir nichts, um hier was zu erhöhen. Das nervt dann auch wieder, ne? Sollten wir erstmal abwarten. Nicht direkt schon wieder noch einen Gedanken freischalten.
Obwohl die halt schon immer ganz coole Boni auch bieten. Warten wir mal vielleicht, bis wir noch einen weiteren Fähigkeitspunkt haben. Okay, das war ein ganz schön langes Gespräch mit der Dame. Aber dadurch haben wir viel Erfahrung gewonnen und auch viele Gedanken haben wir freigeschaltet. Gut. Dann haben wir alles noch an Aufgaben. Informationen zum Lynchmord. Da können wir entweder den Ausweis finden oder was zu dem Drogenschmuggel rausfinden. Das hier, Auge-Hand-Koordination. Das können wir beim nächsten Mal nochmal verbessern. Ich hoffe, ich denke daran. Um das dann nochmal zu versuchen. Ja. Dann gehen wir noch abends duschen. Das machen wir später. Die Wohnungstür. Da könnten wir auch hingehen zu der Kellertür. Da ist ja auch noch dieser Zeuge drin irgendwie, ne? In dem Haus, glaube ich. Ja, dafür müssen wir Autorität verbessern irgendwie. Da können wir erst rüber, sobald die Schleuse wieder da ist. Ja, das können wir am nächsten Tag machen. Dann können wir auch die Handschuhe vielleicht finden. Die könnten beim nächsten Mal denen eine Buhlkugel geben. Zigaretten haben wir noch keine gefunden. Ausweis. Müssen wir Glück haben. Jetzt sonst unverfolgten Zugang zum Müllcontainer des Whirling. Finde diese Person, dann weißt du, wer sich am Tatort zu schaffen gemacht hat. Das kann eine Weile dauern. Ja, müssen wir, denke ich, einfach abwarten. Mit den Tätowierungen ist das gleiche. Das müssen wir mit der Waldpeinsfrau besprechen. Das kann auch dauern. Geheimgang. Ja, keine Ahnung, wie man da reinkommt. Vielleicht, wenn wir allein sind später. Trauriges Lied. Ja, okay. Und das könnten wir dann vielleicht doch heute Nacht machen. Okay. Das machen wir aber alles erst beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!